Heute bin ich mal nicht zu Hause, sondern in Paris. Das französische Landwirtschaftsministerium hat mich eingeladen. Und es geht darum zu zeigen, dass die französische Küche total einfach und modern und lecker sein kann. Und das schauen wir uns heute mal genauer an. Ich mache nämlich eine 10-Zutaten-Challenge. Und zwar bin ich hier auf dem Markt, wie ihr sehen könnt, mit 5 anderen YouTubern aus ganz Europa. The Boy Who Bakes, Megan No Comprend Pas, Amelia von Cook a Meal, DJ Barbecue. That's me. Alex, the French guy cooking. Und der sucht mir jetzt die 10 Zutaten aus. I'm not gonna make it super hard, promise. Thank you. But it's gonna be challenging. We already have some nice sweet onions, a super famous garlic, delicate, still has that, garlicky kick and pungency. I like the way you speak about Food. yeah. I really am passionate about food. I'm picking some Roquefort for you. Roquefort. It's very It's a intense. very soft cheese, super easy one. Yeah, Goes yeah. with everything. Spoiler alert, it's a bit strong. Ein französisches Rezept. Challenge accepted. Picked up a few different ingredients. So you've got figs. Ja. You've got very light cheese, the Roquefort. You've got Light. tarragon herb, culinary herb. You've got lime, cream. You've got butter. You've got milk, onions, flour and eggs. And you got to do a recipe with this. Es ist auf jeden Fall französisch. Da ist kein Zweifel dran. Also allein der Roquefort ist für mich schon total französisch. Oh, alle Geschmacksknospen werden angesprochen. Ich habe noch nie in meinem Leben mit Estragon gekocht. Danke, Alex. Ich könnte einen Quiche-Teig machen. Das wäre überhaupt kein Problem. Da wäre alles da. Und dann überlege ich, was ich da reinhaue. Ich wiege mal das Mehl kurz ab. Das kommt jetzt erstmal auf meine Arbeitsfläche. Ein Ei. Das schlage ich jetzt hier in diese Mulde rein. Ich brauche nicht die ganze Butter. Ich nehme jetzt mal ein Stück davon und die reibe ich dann da drüber. Man kann die Butter auch in Stücke schneiden, aber ich finde, mit Reiben geht es noch besser. Und ich liebe ja Quiche. Was ist eigentlich so euer Lieblingsfranzösisches Rezept? Schreibt das mal in die Kommentare. Ich finde das so krass, weil wirklich man oft so denkt, ja, französische Küche, das ist immer nur so Haute Cuisine, aber man kann ja echt sehr schnell richtig leckere Rezepte zaubern. So, und jetzt verkneten. Quiche à la Hannah wird das. Das packe ich jetzt in Frischhaltefolie für eine halbe Stunde in den Kühlschrank und dann kann ich es weiter verarbeiten. Boah Leute, ich habe keinen Plan, ob das schmeckt. Ich werde jetzt erstmal die Zwiebel schälen und schneiden. Also angeröstete Zwiebeln. Boah, in Butter. Und ich habe ja Butter. Also man ist hier einfach am Daueressen. Gestern haben wir ein 8-Gänge-Menü bekommen. Also es war schon geil, weil es ausgefallen war, aber einfach zu machen. Also es war wirklich richtig cool. Wir hatten zum Beispiel richtig abgefahren, ein Dessert war rote Beete-Eis. Es gab auch Thunfisch mit Möhrenmus. Auf dem Möhrenmus war ein Eigelb drauf. Ja? Das war richtig cool. So Leute, wir braten jetzt mal die Zwiebeln an. Oh, lecker. Ich verlinke euch übrigens alle YouTuber bzw. Blogger, die hier sind, in der Infobox, falls ihr da mal vorbeischauen wollt. Sind nämlich alle ziemlich cool. Die Zwiebeln sind jetzt fertig. Ich hole den Teig jetzt mal aus dem Kühlschrank raus. Schaut ganz gut aus. Ich werde erstmal die Arbeitsfläche bemehlen und ab geht die Party. Ich rolle das jetzt auf dem Papier aus. Einfach rollen. Ich habe jetzt einfach noch ein zweites Backpapier da drüber gelegt und jetzt bleibt der Teig auch nicht kleben. So, dann einmal das so rum, das hier abziehen, hier rein. Das sieht doch ganz gut aus. Ich gebe die ganze Creme fraiche hier rein und dann ungefähr nochmal die Portion an Milch. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Er ist einfach fast so groß wie ich. Okay, los geht's. Die Feigen, die würfel ich jetzt fein und dann gebe ich sie zusammen mit den Zwiebeln auf den Boden. Jetzt gieße ich die Ei-Creme fraiche da rein. Jetzt nehme ich noch ein klein wenig Käse und dann brösel ich den so rein. Dann gebe ich jetzt noch einen Spritzer Limettensaft drüber und gebe das für 40 Minuten bei 180 Grad in den Backofen. Tada! Ich finde, das sieht ganz gut aus. Ich muss halt auf jeden Fall abkühlen, bevor ich die probiere. Jetzt noch ein bisschen Zitronenzeste drüber reiben und die Kräuter natürlich, die müssen ja auch noch rauf. So, das ist jetzt fertig und ich habe gerade schon mal von dem Estragon probiert und der ist so intensiv. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel genommen, aber ich lasse es jetzt erstmal abkühlen und dann wird probiert. Ja, das schmeckt gut. Es ist wirklich durch die Feige echt so ein bisschen süßlich. Man könnte noch ein bisschen salzen, aber man muss nicht.
sehr weich. Es zergeht so richtig auf der Zunge. Ich finde es sehr lecker. Phew. Mir schmeckt. Es ist ein klassisches französisches Rezept, eine Quiche, und ich habe einfach irgendwie improvisiert. War kreativ und es hat funktioniert. Das zeigt wieder, wenn ihr gute Zutaten habt, dann wird es einfach richtig gut. Probiert was aus, traut euch was. Bon Appetit. Ihr könnt übrigens bald eine kulinarische Reise nach Paris gewinnen. Dazu wird es nochmal ein Video von mir geben. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, einfach hier meinen Kanal abonnieren. Und hier kommt jetzt eine anderen 10-Zutaten-Challenge. Das würde mich sehr freuen, wenn wir uns da gleich sehen. Vielen Dank nochmal an das französische Landwirtschaftsministerium und ein dickes Bussi an euch. Baba und Bon Appetit.